Wir stehen hier so ein bisschen verloren. Das ist Michi, 36 Jahre, Walostfriese, liebt Pläne und Organisation. Und das ist Kira, 31 Jahre, Walostfriesin und seit über einem halben Jahr sind wir gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs. Am späten Abend kommen wir mit der Fähre aus Marokko wieder in Europa an. In Algeciras suchen wir uns am Rand der Stadt einen Schlafplatz. Nichts Spektakuläres. Einfach irgendwo ruhig, denken wir. Gegen 2 Uhr morgens steht plötzlich die Guardia Civil vor uns. Es geht nicht um uns, sondern um etwas viel Größeres. Um die Meerenge zwischen Afrika und Europa, um Schmuggel, Menschenhandel. Eine Grenze, die auf der Karte schmal aussieht, aber für viele Menschen riesig ist. Yeah, of course. No, sorry. See the river. Okay. Okay. Wir sind irgendwo in einem Park in Spanien, direkt hinter der Grenze, quasi. Und wir waren quasi in ihrem geheimen Aussichtsposten am Schlafen. Na gut, so ist es. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder unterwegs. Es ist 3:55 Uhr. Guten Morgen, Spanien. Am 2. Juni 2024 starteten wir in Emden, Ostfriesland. Seitdem folgten wir meist der europäischen Küste, immer weiter Richtung Süden, bis wir nach einem Abstecher nach Marokko in den Norden umdrehen und wieder in Spanien ankommen. Dieses Video beginnt in Algeciras. Von dort rollen wir im Morgengrauen nach Gibraltar, schauen noch einmal zurück nach Afrika und fahren entlang der Küste Richtung Fuengirola, wo wir unsere Bekannte Uti treffen. Wir verlassen das Meer. Bei Malaga geht es hinauf ins Landesinnere nach Granada, zur Alhambra, weiter nach Guadix mit Blick auf die Sierra Nevada und zu den roten Badlands von Gorafe. Dort überrascht uns Spanien komplett. Mit ordentlich Rückenwind, Rollbüschen und ziemlich viel Staub fahren wir weiter über Murcia, Alicante und die Costa Blanca bis nach Rabea. Hier besuchen wir eine alte Grundschulfreundin. Und weil in Rom unsere Wahlunterlagen warten, nehmen wir ab Valencia in einen Fährmarathon den Umweg über Mallorca und Barcelona. Weiter Richtung Italien. Frühmorgens. Erreichen wir Gibraltar. Und zwar über ein Flugfeld. Das ist hier tatsächlich Teil des Ankommens. Wer nach Gibraltar hineinläuft oder fährt, kreuzt die Start- und Landebahn des Flughafens. Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. Gerade einmal ein kleiner Felsen am Rand Europas und trotzdem politisch, historisch und geografisch ein ziemlich besonderer Ort. Englisch ist überall. Kinder tragen Schuluniform. Es gibt rote Briefkästen, Telefonzellen und Produkte, die uns eher an Großbritannien erinnern als an Südspanien. Lange hält uns die Stadt nicht. Wir fahren einmal um die Halbinsel herum, durch Tunnel, entlang der Küste, immer mit diesem Gefühl, hier treffen Welten aufeinander. Am südlichen Punkt schauen wir zurück nach Afrika. Dort waren wir vor wenigen Tagen noch unterwegs. Jetzt liegt es einfach auf der anderen Seite des Wassers, so nah und trotzdem fühlt es sich plötzlich weit weg an. Dann heißt es nicht nur Abschied von Gibraltar, sondern auch von Tim und Angela. Fast 3 Wochen waren wir zusammen unterwegs. Zum Schluss kleben sie noch die Marokko-Flaggen auf unsere Drahtesel. Und dann ist es wieder soweit. Wir fahren allein weiter. Und wechseln sie. Nach so einer intensiven gemeinsamen Zeit fühlt sich das komisch an. Aber auch das gehört zur Reise. Menschen kommen dazu, Menschen fahren weiter. Und manchmal freut man sich schon beim Abschied auf das Wiedersehen. Kira sichtet gerade noch die letzten Spuren von Wildschweinen. Aber wir haben zum Glück keins in der Nacht gesehen. Und heute geht's zu Uti. Geht an der Bundesstraße lang, beziehungsweise Autobahn, Bundesstraße, man weiß es nicht genau. Das scheint in Ordnung zu gehen. Wir haben vorher mit Locals von hier gesprochen und die sagen, das passt alles. Aber der Seitenstreifen ist jetzt nicht so riesig. Naja, wird schon.
Uti ist Finnin. Wir haben sie vor einigen Monaten in der Normandie in Frankreich kennengelernt und jetzt dürfen wir sie in ihrem aktuellen Zuhause bei Fuengirola besuchen. Gemeinsam besuchen wir das Viertel El Boquitillo, das durch große Wandbemalungen aufgewertet wurde. Aus grauen Wänden wird hier ein kleines Freiluftmuseum. Uti zeigt uns aber nicht nur Fuengirola, sondern auch die Umgebung. Besonders hängen bleibt Micha, ein weißes Dorf zwischen Meer und Bergen, verwinkelte Gassen, Keramik, kleine Läden und eine Kapelle, die direkt in den Felsen gebaut ist. Es ist touristisch, ja, aber trotzdem schön. Der Abend beginnt mit einem traumhaften Sonnenuntergang und endet mit selbstgekochten Tapas als Dankeschön. Wir verlassen die beiden mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Nach 3 Pausetagen bei Uti aus Finnland in Spanien Ja, und ihrer mit Annika. Annika, genau, geht es für uns jetzt weiter nach Malaga. Da gucken wir heute an. Zeit mit Freunden tut gut. Aber neue Geschichten entstehen meistens erst, wenn wir wieder losfahren. In Malaga folgen wir noch einmal der Promenade am Mittelmeer. Die Stadt ist viel mehr als nur ein Tor zur Costa del Sol. Hier liegen viele Schichten Geschichte ziemlich dicht beieinander. Für uns jedoch bleibt Malaga aber vor allem ein Durchgang in Richtung Berge. Da taucht unser Schlafplatz auf. Da oben, bei dem kleinen Türmchen. Das ist schon ein bisschen komisch. Überall fehlen die Gullideckel. Aber trotzdem nicht reinfahren. Nee, reinfahren habe ich auch keine Lust. Eine letzte Nacht verbringen wir noch am Meer. Der Weg dorthin ist etwas seltsam. Aber der Sonnenuntergang macht vieles wieder gut. Und am nächsten Morgen fahren wir in die Berge. Da müssen wir rauf. Oh Gott. So ist das, wenn man nach Granada will. Da muss man nun mal hoch. Irgendwo da ganz hinten sind wir heute gestartet. Ich finde, dafür haben wir schon ganz schön Höhe gemacht. Und es geht immer schön weiter den Berg hinauf. Ja. Aber nach Granada wird heute wahrscheinlich schwierig. So gerne ich es machen würde, dann wird es eine Nachtfahrt. Kira hat was dagegen. Kira hat auf jeden Fall was dagegen, ja. Ein Mandelbaum blüht. Es wird Frühling. Immer weiter hoch. Wir kommen unserem Ziel aber näher. Wir haben es geschafft. Kira kann noch nicht richtig jubeln. Boah. Stark. Und durchs Tor. Links sind doch jetzt alles kahle Felder gerade. Stimmt, alles voller Tomaten. Die Hochebene überrascht uns. Spanien fühlt sich plötzlich ganz anders an. Der Tourismus wird leiser. Statt Strandpromenade sehen wir trockene Felder. Vielleicht ist genau dieser Kontrast, der uns trifft. Eben noch Küste, jetzt ein Spanien, das rauer wirkt. Weniger herausgeputzt, weniger Urlaubskatalog. Und dann taucht plötzlich die Sierra Nevada auf. Da liegt Schnee. Schnee. Eieieiei. Oha. Boah. Wow. Der Blick ist weit, die Luft klar und auf einmal ist diese Anstrengung wieder vergessen. Genau solche Momente sind es, die Radreise für uns ausmachen. Wir haben gerade ein bisschen eine Pause gemacht und es ist alles kalt. Der Wind ist da. Gleich wenn wir wieder den Berg sehen. Boah, der sieht aus. Hoffentlich kommt der Schnee nicht tiefer. Mandelbäume! Die Mandelblüte gehört in Andalusien zu den kleinen Zeichen, dass der Winter langsam nachlässt. Und weil wir neugierig sind, wagen wir einen Selbstversuch und probieren Mandeln direkt vom Baum. Dabei merken wir ziemlich schnell, Mandel ist nicht gleich Mandel.
Lecker. Nicht bitter. Überhaupt nicht. Und jetzt nun kleine. Bittermandel. Bittermandeln enthalten Amygdalin, aus dem im Körper mitunter Blausäure entsteht. Also kein Snack für zwischendurch. Bittermandel? Eindeutig. Ja, Bittermandeln sind gar nicht so ungefährlich. Ein paar von denen reichen aus, um eine Blausäurevergiftung hervorzurufen. Aber dennoch nimmt man sie halt für Liköre oder auch beim Backen, da verflüchtigt sich das dann auch zum Teil. Schmeckt aber roh gar nicht gut, also man merkt sofort, sollte man nicht essen. Okay. Die blühenden Bäume sehen trotzdem wunderschön aus. Und so rollen wir weiter durch die Mandelplantagen Richtung Granada. Granada ist im Blick. Morgen geht's in die Alhambra. Dort haben wir Glück. Spontane Tickets für die Alhambra sind nicht selbstverständlich. Aber irgendwie klappt es. Die Alhambra ist nicht einfach ein Palast. Sie ist eine Festung. Palaststadt, Gartenlandschaft und Erinnerung an das islamisch geprägte Al-Andalus. Zusammen mit dem Generalife und dem Albaicín gehört sie zum UNESCO-Welterbe. Wir schauen über Granada zur Sierra Nevada, laufen durch die Alcazaba und dem Palacio de Carlos V. Dann geht es weiter ins Generalife, wo wir immer wieder auf Wasser treffen. In den Höfen, in den Gärten, in kleinen Kanälen und Becken. Wasser ist hier nicht nur Dekoration. Es kühlt, spiegelt, lenkt den Blick und verändert die Atmosphäre. Nach Tagen auf trockenen Straßen wirkt das fast unwirklich. In den Nasridenpalästen sind viele Fliesen. Was uns besonders in den Nasridenpalästen fasziniert, ist nicht nur die Größe, es sind die Details. Fliesen, Bögen, Schriftzüge, Türen, Fenster und Decken. Ornamente, die so fein sind, dass man fast vergisst, dass all das aus Stein, Holz und Handwerk besteht. Und irgendwann sind wir einfach nur noch still. Manchmal braucht ein Ort keine großen Worte, nur genug Zeit, damit man begreift, dass Menschen vor Jahrhunderten etwas geschaffen haben, das uns heute noch ins Staunen versetzt und berührt. So, wir haben Granada jetzt wieder verlassen und sind zurück in den Bergen. Da hinten führt unsere Straße hoch. Da geht's jetzt runter. Aber danach geht's weiter hoch. Aber wir schaffen das. Und da ist ein Stausee. Yay! Da haben wir schon wieder ein bisschen was geschafft. Mega! Plötzlicher Wintereinbruch kurz hinter Granada in den Bergen. Michi wärmt sich auf nach einer Pause. Und. Oi. Bist du wieder warm? Nein. Wie lange brauchst du noch zu warm werden? Ich glaube, ich muss nur bis da vorne Fahrrad fahren. Okay, dann geht's jetzt mal weiter. In ein paar Tagen sollen es hier -5 Grad sein. Keine Lust drauf. Nee, deswegen müssen wir weiterfahren, aber wir sind dann wesentlich östlicher. Januar. Sollen es nur, ja, ich glaube 10 Grad sein. Aber weg, wir haben Jacke an, wir haben lange Hose an, bei uns selten. Also, weiter geht's. Oh, wie süß sind die denn? Beide am Film.
Ach, wie schön. Und ich habe vorne falsch beladen. Bei mir wackelt's ziemlich. Geopark de Granada. Boah, der Sand. Und stark, ne? Bisschen trocken hier. So wie hat gerade Regen. Boah. Berge an. Jetzt heißt es Schlafplatz-Suche. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Es kommt noch eine große Stadt dazwischen, Guadix. Mal gucken. Wahrscheinlich auf 1200 Meter Höhe oder so. Kriegen wir schon. Guadix ist bekannt für seine Höhlenhäuser. Viele dieser Wohnungen wurden seit dem 16. Jahrhundert in die tonigen Hügel gegraben. Von außen sieht man oft nur weiße Fassaden und Schornsteine. Dahinter liegen ganze Räume im Berg. So, wir haben einen kleinen Platz gefunden, wo wir vielleicht hin können. Hier ist alles ausgespült. Oh, Wahnsinn, oder? Guckt euch das mal an. Hier. Es geht den ganzen Canyon da hinten weiter. Also, beziehungsweise der Straße. Das hier ist übrigens eine Rennradstraße. Das ist Asphalt. Das fällt einem noch nicht auf, dass es Asphalt ist. Da muss ich jetzt noch hoch. Und dann sehen wir uns gleich beim Ausblick. Das ist traumhaft. Hier können wir am Western drehen. Und wir sind mit unseren Eseln hier unterwegs. Boah, die Berge. So schön, oder? Naja, erstmal Schlafplatz. Dann sehen wir morgen weiter. Oh mein Gott. Wenn man morgens aufwacht und nicht damit gerechnet hat, dass hier Heißluftballons entlang fliegen. Eigentlich war bloß dieser Berg so wunderschön. Sierra Nevada. Ui. Oh. Ja! Das ist keiner dieser geplanten Reisemomente, kein Highlight, das auf irgendeiner Liste stand. Es passiert einfach. Und genau solche Augenblicke machen etwas mit uns. Von außen sieht eine lange Radreise oft aus wie Urlaub. Und ja, natürlich erleben wir wahnsinnig schöne Dinge. Aber es gibt auch Tage, an denen alles schwer ist. An denen man müde ist, genervt, kraftlos oder kurz vergisst, warum man das eigentlich macht. Und dann steht man morgens da. Irgendwo in Spanien mit kalten Fingern, einem Zelt voller Sand und Heißluftballons vor der Sierra Nevada. Und plötzlich ist die Antwort wieder da. Die Landschaft verändert sich wieder. Sie wird heller, trockener, offener. Fast so, als wären wir plötzlich in einem anderen Land gelandet. Wenn du magst. Wir laufen durch verlassene Höhlenhäuser außerhalb der Stadt. Es ist still, staubig und irgendwie unwirklich. Alles aufgegeben. Hier ist richtig reingebaut. Ich traue mich nicht. Ja, ich will auch nicht komplett rein. Nur mal reingucken. Oh Gott, hier sind voll viele Knochen. Oh ja. Was ist das? Das ist eine Hüfte, oder? Was? Ja, Schaf oder sowas. Naja. Ja, trauen wir uns doch nicht weiter. Entlang. Wildschwein oder? Nee. Ähm, Das sind kleine Hasen oder so. Hund vielleicht. Aber der wäre jetzt auch schon abgegangen. Hier geht's auch nicht weiter. Eieiei. Das ist faszinierend. Wir wollen es aber auch nicht romantisieren. Hier ist wahrscheinlich die Küche. Diese Häuser erzählen nicht nur von cleverer Anpassung an Hitze und Ja. Kälte. Sie erzählen auch von Lebensbedingungen, von Armut, von Küche. Geschichte und davon, wie Menschen das genutzt haben, was die Ja. Landschaft hergibt. Ofen, Küche. Aber hier geht's nicht wirklich weiter. Hier. So. Dann in dem daneben.
Ja. Und plötzlich wird uns eine Taube zum Verhängnis. Wir erschrecken. Michi tritt unglücklich, stürzt und für einen kurzen Moment ist die Reise nicht mehr groß und schön, sondern sehr konkret. Das schmerzt. Sehr doll? Nein. Zum Glück geht es weiter. Alles gut gegangen. Sicher, dass nichts gebrochen ist? Da fliegen sie, die Biester. Es geht alles. Aufschiffungen, gute blaue Flecken und der Muskel vom linken Oberschenkel tut ordentlich weh. Aber solche Momente erinnern uns daran, wie dünn die Grenze manchmal ist. Zwischen Abenteuer und Pause, zwischen alles gut. Und das war knapp. Während wir uns vom Schreck erholen, liegt schon die nächste Landschaft vor uns. Los Colorados bei Gorafe. Die roten Badlands gehören zum Granada Geopark. Wir fahren bergab und können kaum wegschauen. Die Felsen wirken wie Wellen aus Erde. Als hätte jemand die Landschaft mit einem Messer aufgeschnitten und Wind und Regen hätten danach tausende Falten hineingezogen. Spanien überrascht uns schon wieder. Gib dir das! Was zur Hölle? Boah! Ist das geil! Einfach nur danke dafür. Nach dem Sturz heute einfach nur toll. So, für uns geht's rechts weiter. Es ist leider doch nicht unser Schlafplatz heute. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ein totes Pferd. Ja. Und irgendwo da links liegt auch noch was. Also heute haben wir recht viele tote Tiere gesehen. Ach, hier rechts liegt auch noch was. Was ist denn hier los? Doch zum Glück finden wir wenig später einen netten Schlafplatz. Der Wind frischt auf. Ein neuer Morgen beginnt in Spanien. Mit dem ersten richtigen Wind seit Schottland. Ja, aber das Zelt hat standgehalten. Ja. Wir machen zum Schutz immer die Fahrräder in Windrichtung. Ob das wirklich was bringt? Ein bisschen vielleicht. Und gleich geht's los. Wir hoffen auf Rückenwind, aber es sieht gut aus. Erst kommt er von der Seite. Ah, es geht ganz gut. Über einen schmalen Übergang müssen wir uns richtig hineinlehnen. Runter. Der Abgrund ist nicht weit weg. Und ganz ehrlich, da haben wir Respekt. Es windet. Und dann drehen wir in die andere Richtung. Plötzlich kommt der Wind von hinten. Böen drücken uns jedoch zur Seite. Zwischendurch fühlen wir uns wie in einem alten Western. Vertrocknete Büsche rollen über die Straße. Ja? Lässt du mich noch vorbei? Größere? Der ist noch weit weg. Ich glaube, wir haben Glück. Dass kein größerer Busch unseren Weg kreuzt. Ein kleiner verfängt sich zwar, aber ein größerer könnte echt gefährlich werden. Sehr staubig. Da freut man sich doch, den Berg hochzukämpfen. Wie in so einem Canyon. Ein Haus. Ist richtig schön. Manchmal sind so richtige Schätze dabei. Schon verrückt, was für Gegenden es gibt. In Spanien. Haha. Mega. Irre. Auf einmal rollen wir durch Spanien, als hätte jemand den Motor eingeschaltet. Ohne zu treten fahren wir über 30 Kilometer pro Stunde. Sogar leicht bergauf. Der Staub. Eieiei. Der Wind macht das Filmen nicht einfacher. Um uns herum entstehen kleine Staubwirbel. Aber das alles macht diesen Tag für uns unvergesslich. Das ist doch mal ein Radweg hier.
Wow, diese Aussicht. Je näher wir wieder Richtung Meer kommen, desto mehr Felder umgeben uns. Und dann fährt sich Michi auch noch einen Platten. Eigentlich Alltag, kein Drama. Aber das sind schon viele Löcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unzählige Löcher. Michi zählt sogar noch weiter. Und fertig. 12 Und ist hier Löcher. unten auch noch? Ich glaube 12. Das ist doch nicht. Naja, jetzt heißt es Reifen wechseln. Schlauch tauschen, ja. Da macht sich jemand zu uns auf den Weg. Ein Rätsel. Die eine ist wirklich riesig. Es sind 2 zusammen. Ja, aber jetzt ist es nur mal liegen geblieben. Da? Wird das noch was? Oh, 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 oh. Nicht auf der Überholung vor. Da hinten kommt noch einer um die Ecke. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns einholen. Nee, wir fahren mal lieber weiter. Ach, sind Platten. Mit 3, 4, 5, 6 Löchern. Oh, jetzt sind mir die Pedale in die Ferse geschlagen. Die biegen alle ab. Cool! Hat viel. Nicht mich anstrengen. Das grüne Gold vom Niederrhein. Nicht? Nee, das ist der Spargel. Oh, Aber nicht grün, das weiß ich. das weiße Gold vom Niederrhein. Dann ist es das grüne Gold aus Spanien. Aber wir haben auch viel So, warte. Gute Frage, wo müssen wir lang? Das sieht wild aus. Rechts halten. Was uns hier immer stärker auffällt, sind die Plastikfolien in der Landwirtschaft. Schwarze Folien auf den Feldern. Solche Folien haben natürlich einen Zweck. Sie können Feuchtigkeit halten, Unkraut reduzieren und Ernten schützen. Reste am Rand, Fetzen im Wind, kleine Stücke, die im Boden verschwinden. Wenn sie zerreißen, liegen bleiben, wird daraus ein Problem für Böden, Wasser und Ökosysteme. Wir wollen hier nicht mit dem Finger auf einzelne Landwirte zeigen. Es geht eher um ein System, das billig, schnell und zuverlässig produzieren soll. Und am Ende bleiben die Spuren irgendwo liegen. Ist es das wert? Eine Toilette wieder. Kakteen gewachsen. Da ist auch eine Matratze. Wäre auch mal was. Hier ist überall Bauschutt und anderer Abfall. Yay. Das ist schon wild. Naja. So ist es halt. Wir sind hier mal wieder auf Komods Spuren. Ein Abenteuer. Wobei die Straße eigentlich sehr gut ist. Und das Müllthema fährt noch eine Weile mit. Interessant ist, je touristischer die Gegend werden, desto sauberer wirkt plötzlich wieder alles. Zumindest an der Oberfläche. Natürlich ist es schön, wenn Straßen, Parks und Strände sauber sind. Quasi in Alicante. Bauschutt ohne Ende. Aber wenn der Müll dort verschwindet, wo Urlaub verkauft wird und ein paar Ecken weiter wieder auftaucht, fühlt es sich nicht nach Lösung an, eher nach Verschiebung. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig. An den Rand, aus dem Blick. Und damit wiederholt sich, was wir vorhin schon bei Plastikfolien gesehen haben. Es geht nicht um einzelne Menschen, es geht um ein System, das billig und schneller arbeiten soll, aber seine Spuren irgendwo hinterlässt. Zurück bleibt die Frage, wohin verschwindet all das, was nicht ins Bild passt? Und Zitronen, soweit das Auge reicht. Zitronen links. Oh, einmal Mandarinen dazwischen. Zitronen rechts. Und... Nee, das ist keine Zitrone. Auch wenn es gelb ist. Ich hätte Mosir ja einfach so vorbeiziehen lassen, aber Kira ist hier fotoaktiv. Unten ist sogar ein Weg. Das wäre doch mal ein Fahrradweg. Die Tante. Wir sind in Alicante wieder ans Meer gekommen. Mittelmeer. Immer wieder.
Ja, nur problematisch hier einen Schlafplatz zu finden. Mal gucken. Ist alles zugebaut. Oder es sieht so aus wie jetzt hier. So, unterwegs nach Javea. Ja, die Sonne ist uns wohlgesonnen, geht aber langsam unter. Wir müssen schauen, dass wir ein paar Kilometer machen, aber es geht auch so weit den Berg hoch. Ja, plus 300 Meter, aber dafür ziemlich steil. Mal gucken. Werden wir schon hinkriegen. Immer schön positiv bleiben. Okay. Ciao. Bye. Good journey, bon voyage. Merci. Thank you. Gracias. Ciao. Auf dem Weg nach Javea fahren wir durch. Benidorm. Und Benidorm ist wirklich schwer zu übersehen. Oh, wir haben uns mal einer Rennradgruppe angeschlossen. Aus einem kleinen Fischerdorf wurde einer der bekanntesten Ferienorte Spaniens. Heute erkennt man die Stadt schon von Weitem an ihrer Hochhaussilhouette. Besonders auffällig ist das goldfarbene Intempo-Gebäude. Über 200 Meter hoch und eines der höchsten Gebäude Spaniens. Kurz danach wartet etwas ganz Besonderes auf uns. In Javea besuchen wir Daniela, eine alte Grundschulfreundin von Michi. Die beiden haben sich seit über 25 Jahren nicht gesehen. Und plötzlich geht es um Erinnerung, um eine gemeinsame Kindheit, die lange her ist. Um das Gefühl, jemanden nach Jahrzehnten in einem anderen Land wiederzutreffen. Und trotzdem ist das Wort etwas vertraut. Wir genießen diese kleine Pause so sehr, dass wir wieder einmal das Filmen vergessen. Eigentlich ein gutes Zeichen. Wir schneiden uns gegenseitig die Haare, reinigen das Zelt vom Sand, werden herumgeführt, besuchen das Familiengrundstück, schauen über die Hügel und essen zusammen. Die Tante ihres Freundes kocht für uns, typisch spanisch, liebevoll und viel zu lecker. Und natürlich haben wir davon eher Fotos als Videos, Klassiker. Am Cap de Sant Antoni blicken wir über die Bucht von Javea. In der Ferne liegen die Balearen. Genau dorthin wird es für uns bald gehen. Auch wenn das eigentlich gar nicht unser Plan war. Wir fahren bei Daniela jetzt gerade los. Es war sehr schön in Javea. Jetzt geht es erstmal gleich einen Hügel hoch. Hier auf den Rüssel des Elefanten. Von hier nicht ganz so gut zu erkennen. War eine richtig tolle Zeit. Wir quälen uns den Berg hoch. Beziehungsweise Planer, wie wir gerade gelernt haben. Was so viel wie flach bedeutet. Aber flach ist es nicht. Erst oben. Jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen steiler. Schaffen wir alles. Traumhaft. Der Hügel ist gemeistert. Wuhu! Jetzt halten wir hier mal irgendwo kurz und schauen uns nochmal diese geile Umgebung an. Wahnsinn. Aber es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Auf dem Weg nach Valencia überlegen wir, wie unsere Route weitergehen soll. Ach, wie schön. Unsere Wahlunterlagen kommen in Rom an. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl müssen wir allerdings früher als geplant nach Italien. Plötzlich bestimmt ein Umschlag mit Stimmzetteln unsere Route. Logistisch eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite ein Privileg. Wir kommen gut voran und entscheiden, Kurz vor Valencia und wir werden es schaffen, heute die Fähre zu nehmen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir werden heute Abend noch weiterkommen. Wahrscheinlich die Autos von der Flutkatastrophe vor ein paar Monaten. Valencia. Valencia gefällt uns gut. Die Stadt lebt und die historische und moderne Architektur verschmelzen. Die kleine Rundfahrt im Dunkeln macht uns echt Spaß und vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder. Wie cool ist dieser Park bitte? Wir sind volles Leben. Alle machen Sport, joggen. Und zum Abschied motiviert uns Valencia richtig. Unser kleiner Fährmarathon für die nächsten Tage. Fähre nach Mallorca, Fähre nach Barcelona, Fähre nach Civitavecchia in Italien. Na, was haben wir hier jetzt? Eine Genau, wir werden eskortiert und wir mussten uns ganz arg beeilen. Wir haben alle Taschen abmachen müssen, alles wurde durchleuchtet. Das ist unser kleiner Fahrradcontainer. Das einzige Problem bei der Sache ist, alle Autos hier waren schon da, als wir kamen. So,
Wie kommt man hier mit Taschen durch? Wir müssen alles wieder abpacken. Wir haben gerade erst alles abgepackt. Jetzt haben wir hier alles verstaut. Emil und Elias geht's hoffentlich gut. Schauen wir mal. Mit der Nachtfähre erreichen wir Mallorca, ein Ort, an dem wir nicht gedacht hätten, ihn überhaupt zu Ich glaube besuchen. das nicht. Alle Autos müssen jetzt umdrehen. Und jetzt haben wir unseren Container nicht aufgehabt. Jetzt müssen alle Autos hier oben drehen, um dann runterzufahren. Da sind wir in Palma de Mallorca. Palma wacht gerade erst auf. Placa Mayor in Palma de Mallorca. Wir fahren durch die Stadt, am Meer entlang, vorbei an Orten, die wir nur aus Erzählungen kennen und nicht aus eigener Erfahrung. Dann stehen wir unter startenden und landenden Flugzeugen. Allein der Flughafen Palma de Mallorca hatte 2024 mehr als 33 Millionen Passagiere. Im Minutentakt starten und landen die Flugzeuge. Verrückt, oder? Und das in der Nebensaison. Ballermann im Winter ist seltsam. Die Schilder sind da, die deutschen Worte auch. Aber vieles wirkt noch leer, als wäre er noch im Winterschlaf. Zum Glück, denn das ist sowieso nicht unsere Welt. Michi bereitet unseren Schlafplatz vor. Das ist alles Palma. Wir sitzen auf den Klippen, trinken lokalen Wein und schauen über die Bucht. Am nächsten Morgen fahren wir zurück zum Fähranleger, Fähre Nummer 2 nach Barcelona. Eine Stadt, die viele Menschen lieben. Wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen, die spanische Stadt hinter der Touristenmetropole zu sehen. Doch in so kurzer Zeit gelingt es uns nicht. Der Kontrast ist einfach zu groß. Vielleicht liegt es auch an uns. Wir sind keine Stadtmenschen. Gefühlt waren wir gerade noch in der Weite, bei Granada, den Badlands, in kleinen Orten am Meer, in der Stille. Hier sehen wir auch das typische Spanien. Aber es fühlt sich falsch an. Mehr nach einem Geschäftsmodell. Wir gehen jetzt dann in den Markt, bisschen was essen. Wir waren für Geld einmal auf Klo. Für uns fühlt sich dieser Abschied von Spanien anders an als erhofft. Am Abend gehen wir auf die dritte und letzte Fähre nach Civitavecchia in Italien. Da hätten wir beinahe unsere Fähre verpasst. Naja, das nicht. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, da steht die Fähre. Aber es gab nur eine Durchsage dafür, dass die Fußgänger jetzt bitte nach oben gehen sollen. Und plötzlich kam jemand reingerannt, schnell, schnell. Und wir sind jetzt draußen, jetzt stehen wir hier. Jetzt passiert nichts. Schauen wir mal, wie es weitergeht. 21 Stunden Fährfahrt. Wir stehen hier so ein bisschen verloren. Ja. Hier ist schon alles leer. Unsere letzte Nacht auf spanischem Grund verbringen wir mitten im Mittelmeer. Jetzt heißt es nur noch Adios España und Ciao Italia. Und da hinten ist Sardinien. Ist das nicht toll?